kann ich mich aus Deutschland abmelden, ohne mich dann im Ausland irgendwo neu anmelden zu müssen? Mit dieser interessanten und faszinierenden Frage wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn auch du planst, Deutschland zu verlassen, wenn auch du planst, auszuwandern, dann schau dir einmal unsere vielen Veranstaltungen, Seminare und Reisen in interessante Länder an, die sich genau an Personen wie dich richten. Unternehmer, Freiberufler, Investoren, die planen, Deutschland zu verlassen, zum Beispiel um sich steuerlich zu optimieren oder weil es ihnen geopolitisch einfach langsam zu ungemütlich wird, beziehungsweise der EU-Überwachungsstaat einfach immer weniger zu ertragen ist. In unseren intensiven Seminaren befassen wir uns genau mit solchen Themen wie die wir in diesem Video besprechen und natürlich auch noch mit vielem mehr. Du kannst Gleichgesinnte treffen, du kannst wirklich mal neue Länder, neue Themen intensiv in wenigen Tagen erfahren. Also eine tolle Maßnahme, wenn du dich auf eine Auswanderung vorbereitest oder dich mit dem Thema Plan B beschäftigst. Alle weiteren Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Josef hat uns geschrieben. Josef sagt, er hat ein YouTube-Video gesehen. Dort geht es um das Thema, ob man sich einfach so aus Deutschland abmelden kann, ohne sich dann irgendwo in einem anderen Land wieder anmelden zu müssen, ohne sich dann in irgendeinem anderen Land neu anzumelden. Funktioniert das? Geht das? Kriegt man damit Probleme, insbesondere in Deutschland mit den deutschen Behörden, mit diversen anderen deutschen Stellen? Josef, vielen Dank für diese Zuschrift und natürlich hier ein Aufruf an alle: Wenn auch du ein interessantes Thema hast, von dem du dir wünschst, dass wir es einmal auf diesem Kanal behandeln, ein Thema rund um den Komplex Auswanderung, Plan B etc., dann schreib uns bitte. Auf unserer Webseite perspektiveausland.com findest du unten Links Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Du kannst zum Beispiel eine E-Mail schreiben oder auch ein Formular ausfüllen. Dort kannst du einen Gast oder ein Thema vorschlagen. Und wenn das Thema so faszinierend ist wie das Josef uns geschickt hat, dann machen wir gerne ein Video dazu. Wir lesen alle Zuschriften natürlich, aber können nicht zu jedem Thema ein Video machen. Also nochmal eine Aufforderung hier an alle: Schickt uns eure Themen zu. Wir freuen uns sehr über eure Zuschriften. So, nun aber, Josef, auf geht's zur Sache. Kann man sich aus Deutschland abmelden und sich dann nirgendwo im Ausland anmelden? Die Antwort ist ganz klar ja, das kannst du ohne weiteres machen. Eine Anmeldung im Ausland ist aus rechtlicher und aus steuerlicher Sicht nicht erforderlich. Wie sinnvoll das ist und mit welchen Problemen du zu rechnen hast, wenn du das tust, damit wollen wir uns jetzt einmal hier näher auseinandersetzen. Aber grundsätzlich kannst du dich in Deutschland abmelden und brauchst dich nirgendwo neu anzumelden. Und das ist ja auch absolut logisch, denn die meisten Länder weltweit haben kein polizeiliches Meldesystem, so wie Deutschland, Österreich und die Schweiz es haben. Tatsächlich gibt es diese polizeiliche Anmeldung nur, damit der Staat genau weiß, wo du bist. Das heißt, historisch gesehen haben in Deutschland dieses Gesetz die Nazis eingeführt. Wenn du dich also so verhalten hast, wie es das Regime nicht wollte, dann hat man dir die Bude eingerannt, dann hat man dich morgens um 4 verhaftet in Pyjamas, und das ist genau der Ursprung des Meldesystems. Der Staat will wissen, wo du bist. Das heißt, Staaten, die demokratisch gesinnt sind oder es zumindest einmal waren, haben grundsätzlich kein Meldesystem, weil im Verständnis eines solchen Staates es den Staat nichts angeht, wo du dich befindest, wo du lebst. Ich selbst habe ja Deutschland schon vor 25 Jahren verlassen. Ich bin dann erstmal in die Schweiz umgezogen. Da gibt es natürlich ein Meldesystem. Aber eben nach 3 Jahren bin ich dann weitergezogen und habe seitdem in Ländern gelebt, in denen es kein Meldesystem gibt. Also namentlich UK, USA, Irland, Malta. Dort gibt es überall kein Meldesystem. Und du siehst, ich bin immer noch gesund und lebendig, habe mich also tatsächlich nirgendwo angemeldet. Ich habe in der Zwischenzeit schon zigmal deutsche Pässe und deutsche Personalausweise bei diversen deutschen Botschaften im Ausland besorgt, ohne irgendwo anders angemeldet zu sein. Auch das deutsche Steuerrecht übrigens schreibt nicht vor, dass du irgendwo angemeldet sein musst. Das deutsche Steuerrecht schreibt nicht vor, dass du irgendwo neu steuerpflichtig wirst, wenn du Deutschland verlässt. Wobei hier bewegen wir uns jetzt natürlich leicht weg von der polizeilichen Meldung. Steuerlich gesehen ist ja die Abmeldung sowieso komplett irrelevant. Für die Steuer zählt, ob du einen Wohnsitz in Deutschland hast oder ob Deutschland der Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes ist. Wenn du beides beendet hast, dann endet die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland
Deutschland. Es ist komplett egal, was du dann im Ausland machst. Du kannst dem Finanzamt doch sagen, ich bin Dauerreisender, ich bin Weltreisender. Du giltst dann aus deutscher Sicht als in ein Niedrigsteuerland umgezogen. Das hat verschiedene Implikationen. Wenn du unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fallen solltest und dann eine entsprechende Steuererklärung einreichst, dann kannst du sogar auf diesem Formular sehen, dort gibt es eine Möglichkeit anzukreuzen, dass du wohnsitzlos bist und eben nirgendwo gemeldet bist, Schrägstrich nirgendwo steuerlich ansässig bist. Also aus deutscher Sicht, Behördensicht, komplett eigentlich überhaupt kein Problem. Jetzt sagst du vielleicht, naja, aber ich muss ja bei der Abmeldung angeben, wohin ich umgezogen bin. Nein, das musst du nicht. Du musst nicht angeben, wohin du umziehen wirst. Möglicherweise weiß natürlich die Mitarbeiterin beim Einwohnermeldeamt oder beim Bürgeramt darüber nicht Bescheid. Dann musst du sie eben belehren und ihr das entsprechend sagen. Aber du musst da keinerlei Angaben machen. Du kannst einfach sagen, ich weiß noch nicht, wohin ich ziehe. Ich will erstmal die Welt bereisen. In den meisten Fällen kannst du die Abmeldung auch online schon machen. Nun fragst du dich vielleicht, ja, aber was ist mit meinem Pass oder Personalausweis? Da steht ja noch die deutsche Adresse drin. Bin ich hier nicht auf die Kooperation der Behörde angewiesen, dass dort letztlich dann die neue Adresse eingetragen wird? Nein, es ist absolut irrelevant, was in deinem Pass oder deinem Personalausweis steht. Beide Dokumente sind ja nach wie vor gültig, auch wenn da noch der deutsche Wohnort bzw. die deutsche Adresse drinsteht, ist es nicht notwendig, dass diese Dokumente angepasst werden. Optional, wenn du dich jetzt persönlich abmeldest bei der Behörde, beim Einwohnermeldeamt, beim Bürgeramt und dein Pass und Personalausweis mitbringst, dann wird letztlich beim Personalausweis ein kleiner Aufkleber drauf gemacht. Dort heißt es dann, dass du keinen Wohnort mehr in Deutschland hast. Und wenn du dann in Zukunft zum Beispiel im Ausland einen neuen Pass oder Personalausweis beantragst bei der deutschen Botschaft, da gibt es dann inkonsistente Verwaltungsprozesse. Ich habe mehrfach schon einen deutschen Personalausweis beantragt. In dem einen haben sie den neuen Wohnort dann angegeben im Ausland, aber ohne genaue Adresse. Im anderen steht einfach drin, dass es keinen Wohnort mehr in Deutschland gibt. Hier ist zum Beispiel mein Personalausweis aus London. Du kannst sehen, was da drin steht. Keine Hauptwohnung in Deutschland. Aber es ist, wie gesagt, auch gar nicht notwendig, dass du überhaupt zur deutschen Botschaft im Ausland gehst. Und apropos Botschaft, wenn du dir im Ausland bei einer deutschen Botschaft einen Personalausweis oder einen Reisepass neu beantragst, musst du jeweils die Abmeldebestätigung aus Deutschland mitbringen. Hast du keine Abmeldebestätigung, kannst du dir entweder eine Kopie besorgen von der Behörde, wo du dich abgemeldet hast. Alternativ kannst du einfach in Deutschland bei jedem beliebigen Einwohnermeldeamt oder Bürgeramt einen neuen Personalausweis oder Pass beantragen. Lebst du jetzt im Ausland und gehst dort zur Botschaft und beantragst dort einen Pass oder Personalausweis, musst du zu der für dich zuständigen Botschaft gehen. Lebst du in einem Land ohne Meldesystem, so wie ich in den Ländern, die ich vorhin genannt habe, dann bringst du dort eben keine Anmeldebestätigung mit, sondern einen anderen glaubwürdigen Nachweis, zum Beispiel einen Mietvertrag, Strom, Gas, Wasserrechnung deines neuen Wohnsitzes. Das aber auch nur, damit die Botschaft bestimmen kann, dass sie für dich zuständig ist. Ansonsten sagt die Botschaft, wir verlängern deinen Pass bzw. Personalausweis nicht, denn wir sind nicht für dich zuständig. Geh bitte zu deiner zuständigen Botschaft, die das dann gerne für dich bearbeitet. Jetzt fragst du dich vielleicht, naja, was macht denn die Krankenkasse? Muss sie nicht dann gegenüber der Krankenkasse nachweisen, dass ich in einem neuen Land gemeldet bin bzw. krankenversichert bin? Nein, das ist absolut nicht der Fall. Vielleicht sagt dir die Krankenversicherung das, aber da täuscht sich dann die Krankenversicherung. Die deutsche Krankenversicherungspflicht endet nicht mit der Abmeldung in Deutschland, sondern mit der Tatsache, dass du den gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland aufgegeben hast, was ja komplett logisch ist, denn du kannst ja zum Beispiel sagen, auch wenn das steuerlich nicht besonders sinnvoll ist, ich behalte meinen Wohnsitz weiter, ich bin demnach weiterhin in Deutschland angemeldet, halte mich aber überhaupt nicht mehr in Deutschland auf. Ich bin jetzt erstmal 5 Jahre außer Landes, weil ich zum Beispiel einen weiteren Wohnsitz in irgendeinem anderen Land habe. Dann endet die deutsche Sozialversicherungspflicht, dann endet die deutsche Krankenversicherungspflicht. Obwohl du in Deutschland angemeldet bist, obwohl du in Deutschland weiterhin einen Wohnsitz hast. Du musst der Krankenversicherung nachweisen, dass Deutschland nicht mehr Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes ist. Hier kann natürlich dann die Anmeldung in einem neuen Land, insofern es sowas gibt, sinnvoll sein. Aber dann gibt es ja auch in vielen Ländern keine Krankenversicherungspflicht. Ja. Das heißt, du kannst sagen, ich habe keine Krankenversicherung, ich muss keine haben. In diesem Land gibt es keine Krankenversicherungspflicht, also melde ich mich nicht zur Krankenversicherung an. Dennoch muss natürlich die deutsche Krankenversicherung dich entlassen. Ich schlage dir vor, dass du hier kein Bittsteller bist, sondern dass du das der Krankenversicherung
Krankenversicherung schlicht und ergreifend mitteilst und dann entziehst du ihnen die Einziehungsermächtigung für dein Konto und dann schau mal, was dann passiert. Und notfalls musst du eben mit deinem Anwalt nachhelfen und dir natürlich dann die Kosten für den Anwalt durch die Krankenversicherung erstatten lassen. Denn für deren Blödheit solltest du nicht bezahlen. Und ja, das geht hundertprozentig, das kannst du so machen. Und vergiss nicht deine eigene Arbeitszeit, die du für diesen Blödsinn verschwendet hast, dann auch noch der Krankenversicherung in Rechnung zu stellen. Steuerpflicht hatten wir schon angesprochen. Die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland endet, indem du den Wohnsitz aufgibst und indem du Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes in Deutschland beendest. Auch hier natürlich wieder das Gleiche. Es kann natürlich helfen, zu zeigen, dass du in einem neuen Land angemeldet bist, insofern es denn ein Meldesystem in deinem neuen Wohnsitzland gibt oder insofern du überhaupt ein Wohnsitzland hast. Aber auch hier ist das natürlich absolut nicht verpflichtend. Wenn du tatsächlich wohnsitzlos bist, wie gesagt, dann giltst du aus deutscher steuerlicher Sicht als in ein Niedrigsteuerland umgezogen. Dann hast du keinen Abkommensschutz und das hat dann potenziell verschiedene Konsequenzen, die sich aber im Wesentlichen auf deutsche Einkünfte beschränken, die eben dann weiterhin in Deutschland zu versteuern werden. Also zum Beispiel, wenn du deutsche Aktien hast, wenn du Dividenden von deutschen Unternehmen bekommst, wenn du eine deutsche Rente bekommst, das sind dann alles Dinge, die weiterhin in Deutschland eben zu versteuern wären, während es möglicherweise in einem neuen Ansässigkeitsstaat entsprechend steuerliche Vorteile diesbezüglich gäbe. Kommen wir zu Banken, zu Brokern, zu Kryptodienstleistern. Auch hier ist es nicht notwendig, dass du eine Meldebestätigung einreichst. Auch hier ist es nicht notwendig, dass du nachweisen kannst, dass du irgendwo angemeldet bist. Denn, wie ich es ja gerade eben schon gesagt habe, in den meisten Ländern gibt es ja gar kein polizeiliches Meldesystem. Jeder Broker, jede Bank möchte von dir wissen, wo du steuerpflichtig bist. Das heißt, wenn du tatsächlich wohnsitzlos bist, dann wird das für dich schwierig sein. Da geht es aber nicht um das Thema Anmeldung, sondern da geht es dann um das Thema steuerliche Registrierung und wo ist tatsächlich dein Wohnsitz. Viele sind dann hier versucht, einfach die deutschen Daten weiterhin der Bank und dem Broker zu geben und sagen, naja, okay, dann gebe ich jetzt einfach meine deutsche Steuernummer an. Der Nachteil ist eben dann, dass gerade bei Kapitalerträgen, bei Dividenden, Quellensteuern in Deutschland einbehalten werden bei der Bank, wenn es sich zumindest um ein deutsches Institut handelt. Das willst du natürlich vermeiden. Deswegen macht es diesbezüglich sicherlich Sinn, eine funktionierende, belastbare Wohnsitzadresse im Ausland zu haben, die du über Strom, Gas, Wasser Rechnungen nachweisen kannst, beziehungsweise natürlich dann auch eine Steuernummer, damit du zeigen kannst, wo du steuerlich ansässig bist. Auch hier, die eigentliche Meldebestätigung ist komplett egal. In den meisten Ländern weist du den Wohnsitz nach eben über Verbrauchsrechnungen, die du bei der Bank einreichst. Also Josef, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Definitiv, du kannst Deutschland verlassen, du kannst dich aus Deutschland abmelden, ohne dich irgendwo neu anzumelden. In den meisten Ländern gibt es kein Meldewesen, aber auch wenn du tatsächlich wohnsitzlos bist, wenn du komplett digital Nomade bist, dann lässt sich das absolut machen. Ob es sinnvoll ist, das ist natürlich eine andere Frage. Es ist natürlich tatsächlich einfacher, wenn du zum Beispiel der Krankenversicherung und den Behörden nachweisen kannst, dass du irgendwo angemeldet bist, dass du irgendwo einen Wohnsitz hast. Aber streng genommen wird es auch ohne gehen. Aufpassen musst du bei dem Thema Steuern, vor allen Dingen, wenn du noch deutsche Einkünfte hast. Da kann es nachteilig sich für dich auswirken, wenn du nicht den Schutz eines DBA nutzen kannst und als in ein Niedrigsteuerland umgezogen giltst. Ja, in diesem Sinne nochmal Aufforderung an euch, wenn auch ihr entsprechend spannende Themen habt, die wir einmal in einem unserer Videos besprechen sollen, dann lasst es uns wissen. perspektiveausland.com. Unten links könnt ihr uns entsprechende Zuschriften senden. Wir freuen uns über jede Zuschrift. Vor allen Dingen, wenn sie so spannend wie die ist von Josef. Wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern und Plan B beschäftigst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Wir tun seit 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu unterstützen. Auswanderung, Vermögensschutz im Ausland, Steueroptimierung. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.